aktuell versuchen ja sehr viele eine PS5 zu kaufen, was ziemlich problematisch ist, da die überall ausverkauft ist. Da stellt sich aber jetzt uns so ein bisschen die Frage, wie sehr lohnt es sich denn überhaupt aktuell eine PS5 zu kaufen, wenn man jetzt mal bedenkt, wie viel Exklusivspiele es denn gibt. Und ja, das Thema, lohnt es sich oder nicht, eine PS5 zu kaufen, das besprechen wir jetzt. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Gaming- und PS5-Themen, dann abonniert doch gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. So, zu unserem Thema PS5. Lohnt es sich wirklich, eine PS5 aktuell zu besitzen angesichts dessen, dass es kaum Next-Gen-Titel gibt? Da müssen wir erstmal ergründen, warum es eigentlich so wenig Next-Gen-Titel gibt, weil das Gerät ist jetzt schon dreiviertel Jahr heraus. Genau. Und du hast ja auch schon ein bisschen draufgeschrieben, was es überhaupt an Exklusivtiteln gibt. Das war jetzt so die Exklusivtitel, also nicht exklusiv, sondern Next-Gen-Titel, die mir jetzt so spontan eingefallen sind. Da war zuerst mal Demon's Souls auf der PS5, dann war als nächstes Returnal und jetzt haben wir zum Beispiel Ratchet & Clank. Das sind jetzt nicht gerade viele und auch thematisch ist das halt so eine Sache, wenn einem jetzt das Thema des Spiels oder das Genre nicht gefällt. Rein theoretisch, es gibt sehr wenige PS5 Next-Gen-Spiele. Die speziell für die PS5 auch sind, ja. Für die PS5 auch entwickelt wurden. Und ich meine, die PS5 ist jetzt ein halbes Jahr auf dem Markt. Das heißt, ein halbes Jahr und wir haben hier gerade mal 3, vielleicht sind es auch ein paar mehr, die mir jetzt spontan nicht eingefallen sind, Spiele. Was kann ich denn mit der PS5 eigentlich sonst so anfangen, wenn ich keine Next-Gen-Spiele habe? Also wir müssen erstmal um nochmal zur Problematik zu kommen, Next-Gen-Spiele. Wir haben zu wenig davon. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, warum das eigentlich so ist. Es gibt verschiedene Gründe, wo es hakt. Und ich meine, das erste ist, dass der Konsolenstart zu früh war. Wir hatten ja im November 2020 ist ja die neue Konsolengeneration gestartet, PlayStation 5 und Xbox Series. Und es ist ja da auch so ein Duell Sony-Microsoft. Wer ist da zuerst am Start? Da wurde die Hardware gerade so fertig oder planmäßig und dann habe ich so das Gefühl, dann haben sie so beide ein bisschen vergessen, dass sie ja eigentlich auch Spiele brauchen und zwar viele Spiele. Dann haben sie sich wohl gedacht, nö, ist egal, die Dinger sind ja abwärtskompatibel, also brauchen wir jetzt nicht unbedingt so viel Neues. Man kann das ganze alte Zeug von der alten Generation ja genauso spielen. Aufwärtskompatibel. Aufwärtskompatibel, ja, wie auch immer. Und da haben sie das, ich würde sagen, schon mal einen Schritt gemacht, was eigentlich schon mal eine Schwäche war, wo sie das benachteiligt haben. Das ist nicht zum ersten Mal. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit gesehen. Aber vorher möchte ich noch kurz erwähnen, warum hat denn jetzt nicht ein Hersteller gewartet? Weil könnte ja eine Hersteller sagen, zum Beispiel Sony, nö, unsere Spiele sind noch nicht fertig. Wir warten jetzt noch mit dem Konsolenstart, bis genug Spiele da sind und dann kommen wir raus. Theoretisch ja, weil es würde ja Sinn machen, denn ich verkaufe ja eine Hardware, zu der ich quasi keine Software liefere. Genau, was ja eigentlich total doof ist. Das hatten wir, Beispiel Nintendo 64. Rate mal, wie viele Spiele es gab zum Start. 2. Genau, es waren 2. Ich wusste es nicht. Mario 64 und Pilot Wings. Und dass dann in den folgenden Wochen kamen mehr Spiele raus. Das war quasi, wir haben die coole Hardware, aber keine Software. Und das ist ja auch so ein bisschen jetzt. Aber wir haben das andere Problem, was beide Hersteller haben. Sie wollen nicht später kommen als der Konkurrent. Das hatten wir nämlich schon. Beispiel PS2 und dann später die Xbox. Die Xbox konnte nie die PS2 einholen. Umgekehrt. Xbox 360 kam ein Jahr oder je nachdem wo, über ein Jahr früher als die PS3 und die PS3 war viel zu spät und hatte natürlich auch noch andere Sorgen, aber da will man einfach nicht mehr dem Gegner keinen Vorsprung lassen, sozusagen. Das war bei PS4 und der Xbox One ja auch schon so. Ja, das ist halt so ein kleines Problem, weil ich dadurch ja natürlich zwar keinen Nachteil habe gegenüber dem Konkurrenten, aber ich biete meinen Spielern eben keine Spiele. Und jetzt aus Sicht des Spielers ist es halt so, ich muss jetzt auch sagen, wir haben ja die PS5 hier. Und wir haben ja schon damit gespielt. Aber es ist tatsächlich so, die Next-Gen-Spiele, klar, die spielt man schon länger, aber wenn man sie dann durch hat, dann hat man wieder erstmal eine lange Durststrecke und muss dann quasi sich mit PS4-Spielen überbrücken oder mit Upgrades, die ja nicht wirklich Next-Gen-Spiele in dem Sinne sind. Es sind halt Upgrades der PS4-Spiele. Sie sehen zwar besser aus als auf PS4, aber es
ist ja doch ein Unterschied. Korrekt. Und man hat dann eben eine sehr, sehr, sehr lange Durststrecke, in der die PS5 eigentlich mehr oder weniger nicht wirklich das ausnutzt, was sie eigentlich kann. Ja, also überhaupt beide neue Konsolen haben noch nicht gezeigt, was sie wirklich können. Das ist das alte Problem. Das bringt mich gleich zu Punkt 2. Was die Planungen überhaupt komplett durcheinander gebracht hat, also eigentlich global, ist natürlich Corona. Und das betrifft natürlich auch Spieleentwicklungen. Also ich muss sagen, es war sowieso schon ein kleines Wunder, dass überhaupt die Hardware pünktlich ausgeliefert wurde. Aber vor allen Dingen viele Spieleentwickler mussten Corona-bedingt umstellen, eben auf Homeoffice, und es gab entsprechende Verzögerungen und vieles konnte man eben nicht vor Ort gemeinsam finalisieren, sondern musste eben verteilt in verschiedenen Büros oder in verschiedenen Häuslichkeiten das koordinieren. Das klingt jetzt natürlich, wenn ich überlege, Homeoffice ist nicht gleich Homeoffice. Wenn man jetzt, so wie in meinem Fall, ist es nicht zwingend notwendig, dass ich vor Ort bin. Deswegen funktioniert es bei mir wunderbar mit Homeoffice. Aber wenn man jetzt bedenkt, bei einer Spieleentwicklung, da muss auch sowas wie Motion Capturing stattfinden. Da müssen solche Sachen, in denen das als Homeoffice einfach nicht geht. Wenn Motion Capturing aufgenommen wird, dann müssen die Leute vor Ort sein, das Kamerateam und die Darsteller und die Techniker und so weiter. Und das hat natürlich dann sehr ausgebremst. Genau, und vor allen Dingen, wenn ein Spiel eben, wie gesagt, finalisiert wird, dann ist es besser, wenn eigentlich alle Leute da sind, weil man dann schnell auf Zuruf arbeiten kann, was vor allen Dingen bei Spielentwicklung so ist, auch zum Thema Bugs und so weiter. Und ja, das erschwert jetzt das Ganze ein bisschen, wobei natürlich viele Firmen da natürlich auch entsprechend umstellen können, aber nichtsdestotrotz hat es jetzt zumindest für Verzögerungen gesorgt. Ja, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, würden wir jetzt angesichts dessen, dass kaum Spiele, also Next-Gen-Spiele da sind, wirklich den Leuten empfehlen, so ganz verbissen jetzt zu versuchen, eine PS5 zu bekommen. Klar, ich kann es verstehen, man möchte sie haben, sie ist die Next-Gen-Konsole und sie ist auch toll, aber es ist einfach tatsächlich, die Realität ist so, wenn ihr sie habt, dann habt ihr 2, 3 Spiele, die für Next Gen angepasst sind oder entwickelt wurden, und der Rest ist eigentlich PS4 und PS4 Upgrades. Aber vielleicht will man genau das haben. Die PS4 Upgrades. Es ist die Frage, wie sehr möchte man diese unbedingt nochmal spielen? Oder weiterspielen. Oder weiterspielen. So geht es mir zum Beispiel. Ich denke mir auch, ich will noch viele PS4-Spiele nachholen oder weiterspielen, aber ich gucke immer explizit, gibt es ein PS5-Upgrade davon? Wenn ja, oh, wie geil, dann spiele ich das. Und wenn nein, dann schiebe ich so ein bisschen vor mir her. Aber wir müssen, also es macht schon Sinn, dass man irgendwie die alten Spiele nochmal einlegt, weil es eben, wie gesagt, es gibt halt wenig Exklusives, also wirklich Exklusives, nur PS5 beispielsweise, ja. Aber das ist auch nicht zum ersten Mal. Die Startphasen auch von vorigen Konsolen waren oft schwierig. Also es gab oft das Problem mit zu wenig Software und auch Software, die eben die Hardware nicht ausreißt, so wie du schon gesagt hast. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Also beispielsweise Starttitel von der PlayStation 2, die sehen einfach nicht mehr toll, nicht gut aus. Auch von der PS3, da hat man sich auch teils gefragt, so, ja, also lohnt sich jetzt dafür wirklich ein Gerät? Aber selbst bei der PS4, wenn man sieht, wie die Starttitel waren und wie dann ganz zuletzt eben mit zum Beispiel The Last of Us Part 2 noch, was da rausgeholt wurde, ist halt natürlich auch ein Riesensprung, und das innerhalb einer Konsole. Also das waren ja keine 2 verschiedene. Also es ist auf jeden Fall so, wenn ihr keine PS5 jetzt momentan bekommt, würde ich sagen, als kleiner Trost, so viel ist gar nicht verpasst, weil man tatsächlich gar nicht so viel zum Spielen hat. Und ich finde, bei den Upgrades kommt es immer drauf an. Also, weil Upgrade ist nicht gleich Upgrade. Es kommt darauf an, wie gut diese dann gemacht sind. Und es gibt da welche, die explizit die Fähigkeiten der PS5 ausnutzen, Beispiel DualSense Support und auch weitere grafische Möglichkeiten wie Raytracing. Es gibt aber auch auf der anderen Seite eben Spiele, die einfach nur, in Anführungszeichen, mit der doppelten Bildrate laufen. Genau. Ghost of Tsushima, Days Gone, und die einfach sagen, okay, doppelte Bildrate, fertig. Ansonsten wie vorher. Alles. Genau, und ob man jetzt deswegen die Spiele unbedingt noch einmal spielen muss,
Das ist jetzt auch die Frage. Für viele ist das ja ein Qualitätsmerkmal, die 60 FPS. Ja, bei dir ist das wichtig, ja. Ja, mir ist es auch wichtig, ja. Und deswegen ist es auch so ein Ding, wo ich mir denke, nee, ich spiele es dann doch lieber auf der PS5. Das ist zwar jetzt kein Must-Have-Grund dafür, aber es ist so ein Nice-to-Have. Jawohl, das ist auch noch mit dabei. Dann, was ich noch erwähnen will, wir haben einerseits natürlich das Problem auch für die Spieleentwickler, wenn man jetzt verlangt, hey, du machst jetzt nur noch ein PS5-Spiel. Du hast ein Problem, dass die Hardware-Basis viel kleiner ist als von der PS4. Und das ist das Problem, dann hat man natürlich weniger Verkäufe, weil man weiß, okay, es haben sich, keine Ahnung, sagen wir mal 15 oder 20 Millionen PS5s verkauft, aber wir wissen, es haben sich 117 Millionen PS4s verkauft. Ergo, ja, das ist ja viel breitere Masse, also ist doch besser dafür zu entwickeln, was viele auch immer noch machen. Das stimmt, das ist momentan einfach für die Entwickler noch nicht sehr rentabel, Next-Gen-Spiele zu entwickeln. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch noch eine lange Übergangszeit dauern, bis es von PS4-Spielen zu nur noch Next-Gen PS5-Spielen switcht. Und lange Zeit wird es jetzt auch noch PS4-Spiele geben. Genau deswegen, damit man auch eine gewisse Spielerbasis hat. Das zieht sich ja nicht nur durch die Verkäufe, sondern auch durch, sagen wir mal, Online-Spiele. Man hat natürlich lieber eine große Spielerbasis, auch damit genug auf den Online-Servern los ist. Also es hilft da nichts, wenn man quasi jetzt ein MMO hat, nur exklusiv für PS5 und das spielt keiner. Wir haben jetzt das Problem beispielsweise bei Destruction All-Stars. Das ist eigentlich auch ein PS5-Spiel. Und da ist das Problem, es sind zu wenig Online-Spieler da. Das wird jetzt mit Bots aufgefüllt, damit überhaupt Leute spielen können. Und das ist auch schon ein Problem. Also wie ihr seht, es ist nicht ganz so einfach. Klar, wenn man sie unbedingt haben möchte, gar kein Thema, dann versucht es gerne. Ich habe auf diesem Kanal auch mehrere Videos zu dem Thema gemacht. Zum Beispiel Tipps und Tricks, wie man schneller an eine PS5 kommen kann und so weiter. Aber wenn ihr jetzt unsicher seid und denkt, ihr verpasst sehr viel, ja, sie ist toll, sie ist schön und es gibt schöne Spiele, aber wie gesagt, die meiste Zeit verbringt man trotzdem noch damit, PS4-Spiele darauf zu spielen. Und deswegen würde ich sagen, wartet dann einfach ab, bis genügend Spiele da sind, bis sie vielleicht auch ein bisschen besser greifbar ist. Genau. Ja, genau. Dasselbe gilt übrigens auch für die Xbox, weil auf der Xbox Series gibt es ja im Grunde auch nahezu kein exklusives Next-Gen-Spiel, aber eigentlich fast alle Spiele sind dann eben auch für die One kompatibel, für den PC kompatibel und für die Series und man bekommt halt entsprechend bessere Version, je nach Plattform, Smart Delivery genannt. Und das ist ja auch ähnlich. Da ist ja auch der Next-Gen-Faktor auch noch nicht so richtig gegeben. Da muss es auch erstmal so richtig in Schwung kommen. Genau, es muss alles einfach in Schwung kommen. Wir sind eigentlich immer noch am Anfang dieser Generation und deswegen muss man da auch ein bisschen Geduld haben und es wird alles mit der Zeit dann kommen. Ja, so Geduld. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr von mir. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!